Mein großer Traum war es schon immer, so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Die beeindruckenden Orte, die faszinierenden Lichtstimmungen bei Sonnenauf- und Untergang und all das mit meiner Kamera festzuhalten. Auf der Suche nach einem neuen System hatte ich nun die Gelegenheit, gemeinsam mit Foto Koch und Sony die Alpha 7 IV und die Alpha 7 R6 ausgiebig zu testen. Unterwegs war ich durch 3 Länder und heute zeige ich euch, welche Features wirklich einen Unterschied machen und welche Kamera am Ende die bessere für mich ist. Mein Name ist Maurice Kleiber, ich bin Foto- und Videograf aus Freiburg im Süden von Baden-Württemberg. Ja, und ich bin rund um die Welt unterwegs auf der Suche nach den schönsten, spektakulärsten und beeindruckendsten Motiven, um diese mit meiner Kamera einzufangen. Ob Landschaft, Natur, Städte oder Menschen, ich möchte Bilder machen, die etwas auslösen bei dem Zuschauer. Und ich möchte motivieren, vielleicht selbst mal loszuziehen und die Schönheit dieser Erde zu entdecken. Ja, die Technologie, die uns heute zur Verfügung steht, hat sich rasant weiterentwickelt. Wenn ich zurückdenke, was Kameras noch vor 5 oder 6 Jahren konnten und was sie heute können, dann ist es natürlich ein gewaltiger Unterschied. Besonders wenn es um Themen geht wie Autofokus, Dynamic Range, Auflösung oder auch Video. All das hat sich in einer Geschwindigkeit weiterentwickelt, die selbst für mich, der tagtäglich mit diesen Produkten und Kameras arbeitet, teilweise unfassbar ist. Bei der Wahl meines Setups ist mir vor allem Schnelligkeit und Zuverlässigkeit für einen flüssigen Workflow am wichtigsten. Wenn ich durch meinen Instagram-Feed scrolle, merke ich, dass jedes Bild andere Anforderungen an meine Kamera stellt. Reiseaufnahmen, Landschaften, Menschen, Aufnahmen bei schwierigen Lichtsituationen wie bei Nacht. Daraus habe ich 9 Kategorien definiert, um anhand derer die beiden Kameras zu testen. Fangen wir mit dem an, was für mich als Landschaftsfotograf vermutlich das Wichtigste ist, die Dynamic Range, also die Fähigkeit einer Kamera Schatten und Lichter gleichzeitig zu halten, ohne dass eines davon wegbricht. Der erste Stopp dafür, das Monument Valley in Utah. Wir konnten das Tal selbst nur tagsüber befahren, hatten dadurch harsches Wüstenlicht, harte Kontraste, rote Felsen gegen einen ausgebrannten Himmel. Bedingungen, unter denen viele Kameras einfach kapitulieren würden. Genau hier hat die A7 V zum ersten Mal gezeigt, was sie kann und auch überzeugt. Sie hat Lichter gehalten und auch ausreichend Informationen in den Schatten gehabt. Ich hatte in der Nachbearbeitung also eine Datei, mit der ich arbeiten und aus der ich genug Informationen bekommen konnte. Weiter ging es zu den Bentonite Hills. Wir waren nach Sonnenuntergang unterwegs, die Sonne war schon weg, die blaue Stunde hatte begonnen, wir hatten flaches und kühles Licht. Genau der Moment, in dem sich zeigt, wie viel eine Kamera wirklich aus einer Szene und aus einer Situation herausholen kann. Die A7 V hat mich hier ehrlich überrascht. Auch hier konnte ich die Schatten wieder hochziehen, es ist alles sauber. Kein übermäßiges Rauschen im Bild, das alles zerstört. Kein Detailverlust in den Tiefen, einfach ein ausgewogenes Bild. Weiter geht es in den Schwarzwald. Ich bin angekommen hier im Schwarzwald, bin in der Ravenna-Schlucht. Wir haben hier einen wunderschönen Spot. Wir haben die Brücke im Hintergrund, da fährt die Bahn drüber. Wir haben das Haus als gewisse Akzentuierung noch, das können wir mit ins Drittel reinpacken. Und im Vordergrund noch den Bachlauf. Wir haben hier auf jeden Fall viele Möglichkeiten, um einen schönen Bildaufbau zu gestalten, um hier unterschiedliche Ergebnisse auch rauszubekommen. Gerade bei solchen Locations wie hier im Wald ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Dynamic Range funktioniert. Ja, wir sind hier in einer Schlucht, das heißt, hier kommt nie so wirklich richtig schön warmes Licht mit rein. Ich muss auch hier wieder darauf achten, okay, ich habe sehr viele dunkle Bereiche hier zum Beispiel im Vordergrund im Wald, habe aber trotzdem auch wieder sehr, sehr viele helle Bereiche am Himmel und ja, muss das trotzdem ausgewogen belichten. Frühmorgens ging es für uns dann zu Rosenlaui in der Schweiz. Es ist schon relativ hell tatsächlich alles, deswegen müssen wir da auch gucken, aber es sieht insanely beautiful aus, würde ich sagen. Versuche bei solchen Situationen das Ganze auch oftmals nach Histogramm zu checken, einfach wie die Belichtung aussieht, weil wir hier eben wieder eine sehr anspruchsvolle Situation für die Dynamic Range haben. Wir haben sehr viel Schwarztöne in dem Berg mit drin, die sehr dunkel sind. Dagegen der Himmel bzw. der Berg mit dem Schnee oben drauf dann doch noch sehr hell und das Ganze ist natürlich sehr anspruchsvoll zu belichten, aber mit 16 Stops auf jeden Fall kein Problem mehr. Und dann noch der letzte Dynamic Range Test mit der A7R6 und zwar bei Nacht. Ja, es ist stockfinster, außer der Mond, der noch ein bisschen Licht bringt. Und ein paar funkelnde Sterne. Es ist wirklich komplett duster hier. Ich bin am Monmouthweiher im Südschwarzwald. Ich laufe hier gerade die letzten paar Meter vom Parkplatz noch hoch bis zum See. Ich habe die A7R6 auf das Stativ gepackt. Ich werde jetzt mal gleich versuchen, noch so ein paar Aufnahmen hier zu machen. Bin sehr gespannt, wie sie sich schlagen wird mit Lowlight, mit Dunkelheit. Ja, der Mond gibt noch ein bisschen Licht, wir haben leider auch ein paar Wolken, dementsprechend sind die Sterne nicht komplett klar, der Himmel ist nicht wirklich klar, aber man sieht sie so ein bisschen. Und ich würde sagen, wir probieren einfach mal unser Glück, schauen mal, was bei rauskommt. Also let's go.
Für die Nachtaufnahmen habe ich versucht, den manuellen Fokus auf den Wald auf der anderen Seeseite zu setzen. Die Kamera habe ich auf 10 Sekunden eingestellt, die Blende ganz auf 2 geöffnet und den ISO auf 4000 gesetzt und mit dem Selbstauslöser von 2 Sekunden auf dem Stativ fotografiert. Die Schatten kann ich im Nachgang noch weiter hochziehen, das Rauschen ist leicht da, aber überraschend ausgewogen bei der hohen Auflösung. Auch hier war ich wieder über die Leistung und Qualität der A7R6 überrascht. Das zweite Feature, und hier trennen sich die beiden Kameras am deutlichsten, die Auflösung. Die A7 IV kommt mit 33 Megapixeln, die A7R6 mit 67 Megapixeln, fully stacked. Und obendrauf kommt noch bei der A7R6 das Composite RAW, das heißt, ich kann bis zu 270 Megapixel aus der Kamera rausholen. Den ersten Test, den ich mit der A7 V gemacht habe, war am Mesa Arch in Utah. Das ist einer der Orte, bei dem man mit seinem Weitwinkel dasteht und eigentlich alles aufnehmen möchte. Den Bogen, den Horizont dahinter, aber auch compresstere Shots in die Tiefe des Canyons. Mit der A7 V, den 33 Megapixeln, hat das auf jeden Fall sehr zufriedenstellend funktioniert. Das Bild ist da und die Qualität stimmt. Dann zum eigentlichen Vergleichsshot, der Öschinensee in der Schweiz. Der See hat türkisblaues Wasser, wunderschönes Bergpanorama auf allen Seiten, aber auch hartes Sonnenlicht, das auf das Gebirge fällt. Ich habe mit beiden Kameras denselben Shot fotografiert. Die A7 V liefert hier ein großartiges Bild, das ist keine Frage. Es reicht für Social Media zum Beispiel auf jeden Fall. Auch für Print reicht mir die Auflösung prinzipiell aus. Aber sobald ich anfange ranzukroppen, tiefer reinzugehen, Bergdetails vielleicht auch zu isolieren, da ist die A7R6 mit mehr als doppelt so viel Auflösung in einer anderen Liga. Felsstrukturen, die ich mit meinem bloßen Auge von meinem Standpunkt aus nicht mal gesehen habe, die sind gestochen scharf, ohne Rauschen, mit Details, die mir als Fotograf neue Möglichkeiten geben. Das gleiche bei Aufnahmen von Tieren, wie zum Beispiel Schafe oder Ziegen. Dann sieht man, dass das Auge so scharf ist, dass selbst meine Spiegelung darin klar und deutlich ist. Die RAW-Erweiterung auf 270 Megapixel der A7R6 bringt nochmal Auflösung, nochmal mehr Schärfe und nochmal mehr Qualität. Ja, ich habe dann eben noch ein paar Pixel-Shift-Aufnahmen gemacht. Auf jeden Fall ein crazy Feature. Ich habe die Kamera dafür hier auf das Stativ gestellt. Das ist ganz wichtig, dass die 16 Bilder, die wir hier machen wollen, alle immer gleich bleiben vom Motiv her, dass das Motiv sich nicht bewegt. Was auf jeden Fall auch sinnvoll dabei ist, ist den Selbstauslöser anzuschalten, einfach damit das erste Bild auch nicht verwackelt ist und wir wirklich alle 16 Bilder quasi in der gleichen Komposition mit drin haben, der gleiche Bildaufbau. Ich mache nochmal gerade eins, es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich bin sehr gespannt darauf, die Sachen zu editieren danach, vor allem, weil wir hier auch sehr anspruchsvolle Lichtsituationen haben, ist natürlich sehr schön. Und das dann in der Kombination zwischen 270 Megapixeln plus diese 16 Stops Dynamic Range ist auf jeden Fall insane. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was am Ende rauskommt im Edit. Die Farben sind wunderschön, es könnte nicht schöner sein heute Morgen. Und dann wollte ich die Auflösung noch an einem weiteren Motiv testen. Wir sind hier auf dem Schlossberg in Freiburg. Wir haben das Münster im Hintergrund, ganz viele Details in diesem alten Gebäude mit drin. Die Sonne geht hinter der Altstadt unter, wir werden das gleich sehen. Und wir können hier schöne Gegenlichtaufnahmen mit der A7R6 machen. Das ist auf jeden Fall sehr grelles und sehr helles Licht, was hier direkt frontal reinfällt. Sowohl die 67 Megapixel als auch hier wieder die 270 Megapixel Erweiterung liefern genug Spielraum an Qualität, dass ich in der Nachbearbeitung auf Details reinzoomen kann, die ich während dem Shooten gar nicht erst gesehen habe. Auch das bringt mir wieder viel mehr Freiheit und Flexibilität in meiner Arbeit. Autofokus, für viele das erste, was sie an einer Kamera testen. Für mich war das lange eher Mittel zum Zweck, denn bei Landschaft, das verändert sich nicht ganz so schnell und hier ist es relativ einfach, den Fokus zu setzen. Aber seitdem ich vermehrt auch Menschen fotografiere, Tiere, bewegte Objekte, seitdem ich schnelle Momente nicht verpassen möchte, lege ich hier auch größeren Wert darauf. Der erste Test dafür, auch wieder in Utah im Monument Valley. Wir hatten Gegenlicht, es war wirklich wunderschön, aber es waren auch schwierige Bedingungen für die Kamera. Die Bergkonturen waren schwer vom Hintergrund zu trennen, die A7 V hat das Motiv trotzdem erkannt und sicher gehalten. Für mich ist das der Unterschied einer Kamera, die reagiert und einer, die mitdenkt. Dasselbe am Forrest Gump Point und im Leopardton Canyon. Wir haben vor Ort Porträts gemacht, bei Streiflicht von schräg hinten. Wir hatten enge Verhältnisse, hartes Mittagslicht, das von oben in den Canyon fiel. Die Kamera hat die Person verlässlich erkannt und scharf gehalten. Bei Bewegungen, beim Drehen, selbst wenn sie kurz hinter einem Stein verschwunden ist, der Fokus saß. Und das bedeutet, ich kann mich auf den Moment konzentrieren und nicht auf die Technik. Und dann noch ein Moment, den ich eigentlich gar nicht geplant hatte. Es hat geregnet, wir sind den Wanderweg zum Stolbifall in der Schweiz hochgelaufen und am Boden habe ich ein kleines Tier entdeckt. Ich habe die Kamera flach auf den Boden hingelegt, habe den Insektenautofokus mit der A7R6 eingeschaltet. Die Kamera findet das Tier, sie findet den Kopf und sogar auch das Auge von diesem winzigen Tier. Sie hält den Fokus und er sitzt.
Das ist für mich kein Feature, das ich jeden Tag brauche, aber in dem Moment, wo ich es brauche, verändert es alles. Ein Feature, über das ich vorher kaum nachgedacht habe, das mir beim Shooten aber unglaublich viel Zeit erspart, ist der KI-Weißabgleich. Bei jeder Kamera, mit der ich bisher gearbeitet habe, hatte ich immer in Schluchten, im Wald oder bei anspruchsvollen Lichtsituationen das Problem, dass der Auto-Weißabgleich nie verlässlich saß. Ich shoote in RAW, kann das natürlich dementsprechend nachträglich noch anpassen, aber wenn es direkt in der Situation stimmt, spart mir das Zeit und ich habe einen effizienteren Workflow. In der Ravenna-Schlucht zum Beispiel wirkt das Grün dadurch einfach deutlich grüner, das Wasser kühler, die Ausgangsdatei fühlt sich an, als hätte schon mal jemand drüber geschaut. Ich brauche weniger Korrektur, habe dadurch mehr Zeit fürs Wesentliche und auch für das, was mir einfach mehr Spaß macht. Ich bin schon lange kein reiner Fotograf mehr. Seit einigen Jahren bin ich vermehrt auch als Videograf unterwegs. Ich bin und ich liebe beides, aber das stellt besondere Anforderungen an meine Kamera. Der Wechsel zwischen Foto und Video muss nahtlos sein. Ich möchte nicht in Menüs versinken, möchte nicht umdenken müssen oder dadurch vielleicht auch einen Moment verpassen. Am Delicate Arch wurde mir wieder klar, wie praktisch und gut das Hybrid-Shooting bei Sony funktioniert. Vor Ort hatten wir unterschiedliche Lichtsituationen. Auch hier war es wieder nur ein kurzer Zeitraum, in dem wirklich gutes Sonnenuntergangslicht auf den Bogen fiel. Und mein Ziel war es, so viel wie möglich an Content rauszubekommen. Zurück in der Rosenlaue in der Schweiz ging es mir ähnlich. Gerade bei solchen Situationen, wenn ich da hinkomme, wir haben oftmals nur 10 Minuten Zeit, in denen das Licht wirklich schön aussieht. Das heißt, da muss ich wirklich gucken, dass es einfach schnell geht, dass ich auch schnell umstellen kann zwischen Foto und Video. Das macht einfach sehr viel aus am Ende in der Dynamik und sehr viel aus in der Arbeitsweise, in meinem Workflow, dass ich natürlich schneller vorankomme, dass ich einfach mehr an Ergebnissen auch rausbekomme. Das Ganze habe ich hier auch mal gemacht, das ist alles schön stabilisiert, filmt quasi alles nur noch aus der Hand raus. Ich habe gar keinen Gimbal hier mit dabei, um ehrlich zu sein, weil ich es einfach nicht brauche. Wir bekommen trotzdem schöne, smooth Aufnahmen raus. Ja, nehme mich gerne hops dafür, dass ich keinen ND-Filter drauf gepackt habe jetzt hier gerade. Ich habe keinen anderen mehr dabei und es funktioniert auch damit so. Optical Flow am Ende an und dann passt das schon. Über die Sony Creators App kann ich LUTs direkt in die Kamera importieren, wodurch ich das Color Grading bereits während dem Shooten schon besser einschätzen kann. 8K war für mich lange etwas, das gut klingt, aber in meinem Alltag eigentlich nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Nach den letzten Wochen mit der A7R6 habe ich aber gemerkt, wie praktisch es ist und wie viel mehr Flexibilität es mir bringt. Am Stolby-Fall habe ich es dann zum ersten Mal ausprobiert. Wir hatten das Wasser, die Felsen, ständig wechselndes Licht. Die Detailtiefe mit 8K, 10 Bits mit 30 FPS liefert da einfach eine unglaubliche Qualität. Ich kann im Schnitt virtuell reinzoomen, habe einen Ausschnitt, den ich wählen kann, den ich beim Dreh vielleicht noch gar nicht gesehen habe, ohne dass irgendeine Art an Qualität darunter leidet. Dadurch bekomme ich mehr Details und mehr Flexibilität. 8K, in dem Fall jetzt mit 25, würde auch mit 8K 30 funktionieren. Alles stabilisiert, schön aus der Hand. Ich habe ein relativ schweres Objektiv, dementsprechend ich kann aus der Hand alles filmen und danach reinkroppen und bekomme eine verrückt hohe Auflösung, sage ich mal. Ich filme sehr, sehr viel im Querformat, nutze die ganzen Videos aber trotzdem dann auch fürs Hochformat. Das eben für Social Media zum Beispiel dann auseinander zu cutten. Eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten, wenn ich das Ganze dann in 8K filmen kann. Das heißt, wenn ich das auf 9:16 zuschneide, bekomme ich ja trotzdem noch eine Auflösung raus, die weit über allem liegt, was ich bisher da rausbekommen hätte. Das gleiche am Öschinensee in der Schweiz. Überall dort, wo ich die Landschaft wirklich cinematisch festhalten möchte, war 8K das richtige Werkzeug. Beim Slow-Motion-Vergleich wird es dann konkret. 4K bei 120 FPS bei der A7R6 ohne Crop, bei der A7 V mit. Das ist ein Unterschied, der ist nicht dramatisch, aber er ist auf jeden Fall sichtbar. Und für mich auch hier wieder weniger Kompromisse und mehr Kontrolle. Und dann noch ein Feature, das ich in Freiburg bei Sonnenuntergang bewusst getestet habe. Um weniger Rauschen zu haben und mehr Dynamikumfang aus den Videos rauszubekommen, aktivieren wir einmal bei der Sony Alpha 7 R6 das sogenannte Dual Gain. Das heißt, wir gehen einmal in die Einstellung, gehen auf Belichtung, Belichtung und Farbe, Belichtung, der erste Punkt davon und dann im Dual Gain Aufnahme stellen diese auf ein. Die Kamera nutzt 2 verschiedene Verstärkungsstufen gleichzeitig und bleibt sowohl in den Lichtern als auch in den Schatten sauber. Für Videoaufnahmen, die bei schwierigem Licht deutlich natürlicher aussehen. Pre-Capture ist für mich nach wie vor eines der beeindruckendsten Features der Kameras. Beide haben es, beide speichern die Bilder bereits bevor ich den Auslöser drücke. Bis zu 1 Sekunde vorher, 30 Bilder pro Sekunde, ja, das sind Momente, die ich ansonsten verpasst hätte. Beide Kameras haben dieses Feature und es macht genau dann den Unterschied, wenn alles in dem Bruchteil einer Sekunde passiert.
Für unseren Test habe ich die Serienbildgeschwindigkeit auf 30 Bilder pro Sekunde gestellt, um die meiste Anzahl an Bildern rauszubekommen. Auch Pre-Capture aktiviere ich in den Einstellungen und stelle die Zeit auf 1 Sekunde. Dann setzen wir den Fokus manuell auf den Schuh. Wichtig, dass er manuell eingestellt ist. Und dann geht's los. Ich hatte den Auslöser halb gedrückt, als der Schuh dann ins Bild kam, ganz gedrückt und mit Hilfe von Pre-Capture eben auch schon die Sekunde vor der Auslösung festgehalten. Und dann noch die Burst Rate der A7R6 mit 14 Bit RAW. Wir sind am Züricher Flughafen, hier oberhalb auf einem Feld. Man hat so einen kleinen Berg, so eine kleine Erhöhung. Kurz vor der Landebahn, das heißt, die Flugzeuge fliegen hier rein, wir sind direkt in der Einflugschneise. Ich war auf der Suche nach einem Objekt, was sich sehr schnell bewegt, um die Schnelligkeit von der Kamera nochmal auszuprobieren. Eben die Erhöhung von 10 Bildern pro Sekunde von der A7R5 auf die 30 Bilder pro Sekunde, was natürlich schon nochmal einen krassen Unterschied macht. Und da sind natürlich Flugzeuge das perfekte Objekt dafür, es fliegt sehr schnell vorbei. Wenn ich fotografiere, kann ich danach mit der hohen Auflösung von der A7R6 trotzdem nochmal rankroppen und bekomme dann wirklich nochmal krassere oder nähere Details von dem Flugzeug. Genau, habe den Autofokus auf Erkennungsziel Flugzeug eingeschalten, habe die Serienbildgeschwindigkeit auf 30 Bilder pro Sekunde gesetzt. In Kombination mit der hohen Auflösung und Pre-Capture überzeugt die A7R6 an dieser Stelle ganz klar. Ein Feature, auf das ich mich ehrlich mit am meisten gefreut habe, ist das neue Display. In der Schweiz, in Wengen, waren wir morgens auf dem Berg mit einem fantastischen Ausblick über das Lauterbrunnental. Ich wollte vor Ort eine Bodenperspektive mit Bergkulisse im Hintergrund herausarbeiten. Konnte die Kamera flach auf den Boden legen, das Display war ausgeklappt und ich hatte damit den perfekten Ausschnitt. Die A7R6 bringt darüber hinaus noch weitere ergonomische Stärken mit. Der verbesserte Sucher gibt mir mehr Überblick zum Beispiel. Ich kann viel mehr dadurch sehen. Die Haptik des Bodys wurde verbessert und angenehmer. Auch die beleuchteten Knöpfe sind eine Neuerung der A7R6. Für mich ist auch das kein alltägliches Feature, da ich meine Kamera normalerweise kenne. Ich weiß, wo meine Knöpfe sind. Aber zum Beispiel bei Astrofotografie, bei Nachtaufnahmen, wie zum Beispiel am Non-Matte-Wire, bei absoluter Dunkelheit sind sie ein klarer Vorteil. Ein Feature, das mir aber vor allem hilft, ist das neue Telelicht an der Vorderseite des Bodys. Ich bin oft alleine unterwegs, filme mich selbst vom Stativ runter, sehe nicht unbedingt, ob die Aufnahme läuft. Das ist damit behoben und kein Problem mehr. Das neue Bajonett macht den Objektivwechsel schneller und damit wieder einen Moment weniger, den ich verpasse. Ja, und dann noch ein Punkt, der viele vermutlich zwiegespalten lässt. Der neue Akku der A7R6. Ich standardisiere mein Setup recht gerne, das heißt, ich möchte gleiche Akkus haben, ich möchte gleiche Ladegeräte haben. Ein neuer Akku passt da nicht unbedingt mit rein, aber die Leistung ist auf jeden Fall überzeugend. Ich habe die gesamte Produktion dieses Videos mit 2 Akkus in der A7R6 gedreht. Das heißt Burst-Shooting mit 30 FPS, 8K-Video, lange Sessions. Das war alles überhaupt gar kein Problem und ich musste kein einziges Mal nachladen. Zum Abschluss noch die Stabilisierung, eines meiner Lieblingsfeatures. Die A7 V hat 7, die A7R6 8,5 Stops IBIS plus Dynamic Active Mode für wackelfreie Aufnahmen aus der Hand. Ich habe mit bis zu 1 Sekunde fotografiert, das alles aus der Hand heraus, und wenn ich das hier auf der Kamera anschaue, ich glaube auch später im Edit, dann ist das trotzdem alles. Das heißt, 1 Sekunde aus der Hand funktioniert auf jeden Fall, das Haus ist scharf, es ist nichts verwackelt, quasi das Ergebnis, das ich haben möchte. Auch am Stolbi-Fall das Gleiche, das Bild bleibt ruhig und verwertbar. Durch die Stabilisierung bleibe ich beweglich und bekomme die Freiheit, für die ich früher ein Gimbal oder Stativ gebraucht hätte. Nach den letzten Wochen mit beiden Kameras durch Utah, den Schwarzwald und die Schweiz steht für mich eins fest. Sony hat 2 außergewöhnliche Kameras gebaut und man merkt, dass zugehört wurde, dass die Punkte verbessert wurden, die Optimierung gebraucht haben. Viele Features wurden überarbeitet, die einfach praktisch sind für mich, die mir Zeit sparen, die mir Sicherheit geben, ja, die meinen Workflow flüssiger und effizienter machen. Die A7 V ist eine Kamera, die einfach funktioniert. Sie ist schnell, sie denkt mit, sie liegt angenehm in der Hand. Und genau das ist es eigentlich, was ich von einem guten Setup erwarte. Hybrid-Shooting, KI-Autofokus, Pre-Capture, das 4-Achsen-Display. Es ist alles da und es ist alles verlässlich. Und ehrlich gesagt, für viele ist sie vermutlich einfach die bessere Wahl. Einfach weil in vielen Situationen die Mehrleistung nicht unbedingt gebraucht wird. 67 Megapixel klingen beeindruckend, das sind sie auch, aber sie bedeuten auch größere Dateien, mehr Speicherbedarf, mehr Rechenleistung. Wer zum Beispiel hauptsächlich für Social Media fotografiert und Videos aufnimmt, der wird den Unterschied im Alltag kaum spüren. Die A7 V ist deutlich günstiger und für viele schlicht das smartere Investment. Die A7R6 ist aber nochmal eine andere Geschichte und für mich, meine Arbeit und meine Kundenprojekte die bessere Wahl. Sie kann alles, was die A7 V auch kann, nur noch mehr davon und nur noch mal deutlich besser. 67 Megapixel, RAW-Erweiterung auf 270 Megapixel, 8K-Video, Features, die mich wirklich überzeugt haben.
Die Auflösung, die Crop-Möglichkeiten, die Detailtiefe, das fasziniert mich einfach jedes Mal, wenn ich die Kamera in die Hand nehme. Wer diese Qualität wirklich braucht, für den lohnt sich die Investition. Was mich am Ende überzeugt hat, ist nicht ein einzelnes Feature, es ist das Gesamtpaket der A7R6 aus Leistung, Verlässlichkeit und Sicherheit.